Hallo, schönen guten Tag. Pitted Studio TV mit Jenny und Björn. Wir sind Entwickler und machen auf diesem Wege hier Community-Arbeit. Ich mache immer so ein komisches Gesicht. Leute denken, was macht ihr immer für ein Gesicht? Das mache ich immer, weil ich instinktiv euch winke. Aber wenn ich winke, dann geht manchmal die Kamera da vorne aus, weil die sich angesprochen fühlt. Handykameras haben Features, ne? Manchmal will man die gar nicht so, ne? Da winkst du und das Ding stellt sich ab, so an, auch teilweise. Nimmst du Dinge auf, da denkst du dir so, wann habe ich denn da drauf gedrückt? Ja. Deswegen mache ich so ein Gesicht. Falls ihr euch das jemals gefragt habt. Rumpelpumpel. Mhm. Thema, was haben wir denn heute für ein Thema überhaupt? Heute haben wir das Thema Planung. Ach du. Genau. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Genau darum geht's. Was ist denn eigentlich, wenn man Kacke geplant hat? Was ständig passiert, ne, oder? Ach, eigentlich nicht. Aber irgendwie auch doch. Grob schlechtig, würde ich mal sagen. Die groben Klopper, die man so ins Spiel einbaut. Man sagt so, die groben Eckpunkte, Milestones oder so, sollte man schon einhalten irgendwie. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann sollte man schneiden. Dann sollte man abkappen. Ne? Dann sollte man sagen, okay, ich krieg's nicht hin, ich mach's etwas kleiner an der einen oder anderen Stelle. Oder komm, ich lasse jetzt mal 5 gerade sein oder so. Das ist mal grundsätzlich das, worum es geht. Ne? Was ist, wenn man sich verplant hat? Ne? Das ist doch die Frage, oder? Genau, das ist der Einstieg, ja. Ja, schneiden, kleiner machen, ne? Oder eben den Termin weiter schieben. Aber irgendwann muss man aufpassen, wenn man weiter schiebt. Ist ja egal, wann man es rausbringt. Die Leute haben ja Interesse dran oder so. Nee, irgendwann kann man auch zu lange an einem Ding rumpimmeln, ja? Und dann ist das irgendwann uninteressant. Ja. Die Technik holt einen ein, jemand anders macht ein ähnliches Spiel wie du, guck mal, scheiße, ja, oder was auch immer. Das heißt also, wenn man jetzt schon announced hat, wie wir, sollte man dann auch innerhalb der Zeit irgendwie, dass man überall mal einmal aufgetaucht ist, irgendwie dann das Spiel auch ausbringen. So, ne? Dass wir jetzt uns bemühen, so schnell wie möglich das Spiel fertig zu kriegen. Kralon, dass wir jetzt nicht ewig brauchen, jetzt noch 2 Jahre dran sitzen oder so. Ich habe jetzt mich ganz vage ausgedrückt, weil Duke Nukem. Man kann sie Duke Nukem von Never war so ein Ding. Da haben viele drauf gewartet, das super grafisch vorbereitet und Werbung, waren die total gut. Und irgendwann haben sie das Ding dann doch in die Schachtel gepackt und ja komm, wir schließen das jetzt mal ab. Ewig gedauert. Es gab unheimlich viele Leute, die fanden das halt blöd, ne? Und ich denke mir, ja, okay, ich fand es nicht schlecht, das Spiel, aber ja, die Erwartungen waren halt. Ich meine, Duke Nukem war tatsächlich bahnbrechend. Das war ein wirklich gutes Spiel damals. Zur damaligen Zeit sehr viele Trends gesetzt und so. Das wurde komplett von der Zeit überholt. In der Zeit, wie die gebraucht haben, das hieß eigentlich nicht Forever, sondern Forever. Und wurde dann aber Forever genannt, weil es so eben so lange gedauert hat und dann von der Zeit überholt worden ist und dann auch entsprechend nicht mehr ganz so gut ankam, wie ursprünglich gedacht. Ja. Sowas möchte man nicht. Das möchte man gerne verhindern. Ne? Und das ist genau das, wovon du da sprichst. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn man plant, dass man Sachen, dass es so Reihenfolgesachen gibt, weil Sachen voneinander abhängig sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich etwas mache und dann fällt mir auf einmal auf, ach, das kann ich ja jetzt noch gar nicht machen, weil ich etwas anderes zuerst machen muss und dann kann man das vorziehen und das andere schiebt sich dann nach hinten. Dann hat man ja aber eigentlich gar nicht schlecht geplant, sondern man tauscht nur innerhalb der Planung. Erst dann, wenn man beides nicht schaffen würde, sag ich jetzt mal so platt, dann wäre es so, dass es sich dann tatsächlich verschiebt. Und das passiert tatsächlich sehr viel häufiger, als man meint, gerade in der Spieleentwicklung, weil das so komplex ist und weil auch viele Leute, die vielleicht noch nicht ganz so erfahren sind, also es gibt so 2 Sachen. Entweder wenn man unerfahren ist, dann muss man erstmal die Erfahrung machen, wie lange Dinge tatsächlich dauern. Man ist fast fertig, man hat im Grunde genommen schon gefühlt 80% gemacht, ja, und dann dauern die restlichen 20% irgendwie gefühlt nochmal so lange, weil man es dann fertig machen muss. Und das ist etwas, das glauben viele immer nicht. Oder haben das Gefühl, ja, warum? Ich war doch jetzt schon fast fertig, ich bin noch fast da. Aber dann, auf einmal dauert es trotzdem noch total lang. Wenn so ein Bosskampf irgendwie 3 Stages haben soll und dann kommen nur 2 bei rum und dann sagt man sich, mein Gott, wieso habe ich denn da nur 2? Ich wollte doch 3, ja? Dann lass 2, ist gut.
dann versucht das nicht noch irgendwie künstlich aufzublasen und dann irgendwie, dann ist egal, dann sind es nur 2. Oder Bosskampf wird komplett umdesignt und dann gibt's den gar nicht oder du musst dann irgendwann noch fertig werden. Und nachher am Ende, das Endergebnis, das hängt da nicht mehr von ab. Das wird man ziemlich schnell merken, weil die Grundsubstanz da ist. Ne? Das erste, der Game Loop, so nennt man das. Ne? Das ist das Everyday Life, was man macht so in einem Spiel. Wenn der Spaß macht, dann ist das auch nicht so wichtig, ob der Bosskampf in der einen Ecke und der anderen da irgendwie jetzt cool ist oder nicht cool, ist egal. So, ja. Dann ist er halt da und ja, war ein bisschen mau, aber egal, weiter, next. So, ja. Wo man dazu sagen muss, Bosskampf konnten wir noch nie wirklich gut. Ja? Die anderen Sachen, da waren wir immer besser als in Bosskämpfen. Aber deswegen ist das ein gutes Beispiel. Da haben wir das haben wir oft immer nach hinten geschoben, weil es für uns, ja, man kann nicht sagen, es ist nicht so wichtig. Es ist schon wichtig, dass es so ein Aha-Erlebnis am Ende gibt und dass man sagt, okay, du hast dann schon nochmal eine Herausforderung. So, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist meistens das Ding gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Wunschkandidat, dass der jetzt knackig und toll ist, weil es nicht die ganze Spielzeit über repräsentiert, sondern nur das Ende des Spiels darstellt oder eine Zwischenpassage. Dafür aber verflucht aufwendig ist. Dafür dann aber verflucht aufwendig ist, so Bossgegner oder so. Wir hatten Schiffskämpfe gemacht mit Seeungeheuern bei Risen 3. Wir hatten eine Riesenspinne, einen Sonderbosskampf. Dann hatten wir hatten so viele Bosskämpfe in Risen 3 drin, ja, die haben uns so aufgerieben. Das haben wir dann bei Elex nicht mehr so opulent gemacht, da haben wir weniger gemacht, weil es einfach Preis-Leistungsverhältnis. Das ist diese gestagten Bossfights, ne, mit Intro-Cutscene und dann mehrfache unterschiedliche Dinge. Ja, weiß nicht. Also für so ein immersives, großes Open-World-Rollenspiel sind solche Dinge vielleicht dann auch nicht so wichtig. Dann lässt man die weg. Ne? Weggelassen ist immer gut. Ja. Oder man merkt, die Welt ist zu groß geworden. Kleiner machen. Ne? Ja. Es braucht eine gewisse Größe. Klar. Aber die darf auch ruhig mal Längen haben. Das darf auch ruhig mal die Wiese der Langeweile sein. Einfach mal so. Und ein paar Felsen, wo ich irgendwie, weiß ich, nur eine Truhe finde oder auch mal gar nichts ist. Ja. Das ist völlig okay. Das schafft man nicht mehr. Ja gut, okay. Ja? Dann lässt es halt weg. Genau. Das Big Picture, ne? Also man muss gucken, ob das große Ganze stimmt. Ja. Und das erstmal fertig machen, ne? Ja. Und dann kann man sich um die Details kümmern. Andersrum ist immer schwierig, dann wirst du nie fertig. Also planen ist immer gut, wenn man anfängt, in die Produktionsphase überzugehen, dass man sagt, okay, man macht jetzt nicht nur den Vertical Slice, man macht jetzt so eine kleine Spielscheibe von der Wurst, die nachher ganz sein soll, nur die Scheibe, damit man sieht, was ist es denn? So nennt sich das. Das ist im Grunde genommen ein Stück Spiel, was du spielst und was sich so anfühlt und schon mal sehr viele Features hat, fast alle, die es auch nachher haben soll. Und dann merkst du irgendwie, okay, das ist gut, was ich da habe. Ich möchte das jetzt gerne duplizieren und größer machen, so, ja. Dann machst du den Anfang des Spiels und dann machst du das Ende des Spiels. Und die Mitte, die Ziehharmonika, die ist dann skalierbar. Wenn du merkst, du hast dann irgendwie da zu viel an einer Stelle, dann machst du das halt enger an einigen Stellen. Hauptsache, du hast den Anfang und das Ende schon fertig, so dass du sagst, okay, ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich ende und der Rest ist dann skalierbar, nennen wir das, ja. So, das heißt, wenn du dich dann verplant hast, dann lässt du halt ein paar Sachen in der Mitte weg. Ist nicht so schlimm. Hauptsache, du folgst deinem Ziel, ne? Beispiel, du hast irgendwie ein Spiel, wo du am Anfang ein Level hast und dann kommst du in den nächsten und du hast 24 Level geplant und am Ende kriegst du dann den großen Clou und hast du nicht gesehen. Dann machst du den Anfang-Level als erstes und dann Ende. So. Und da drin guckst du halt irgendwie, ja, aber ich habe doch noch so einen Spannungsbogen, noch eine spannende Geschichte, ja, dann die spannenden Dinger und die Längen tust du raus. Weg. So. Ja, wenn du keine Zeit mehr hast. Zur Not. Das bringt noch einen weiteren interessanten Aspekt, den viele spannend fanden, nämlich den mentalen Aspekt dabei. Ne? Diese große Frage, wie beugt man in einer absoluten Stressphase Burnout vor oder solche Sachen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema innerhalb dieser Fragestellung. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel die also wirklich krasse Herausforderung, gerade wenn wir jetzt angefangen haben, parallel zur Entwicklung Marketing zu machen, da müssen wir uns immer so aufteilen.
mitteilen. Das heißt, auf der einen Seite, das ist ja nicht nur Social Media, sondern es ist auch so, dass wir dann quasi wirklich Messe vorbereiten müssen. Nicht nur die Demo, sondern auch den Stand, die ganze Organisation. Wir müssen Termine machen, wir müssen irgendwelche Interviews führen und so. Das sind ja auch Sachen, die sind alle total cool, die möchte man machen. Aber das sind Sachen, die rauben halt auch unglaublich viel Zeit und nehmen einen Raum ein, neben der Entwicklung, der sehr stark ist. Und dann muss man wirklich vorher sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass das jetzt kommt und dass man halt Phasen hat, in denen man das ein oder andere einfach liegen lassen muss, weil man gar keine andere Wahl hat. Und diese Phasen, die muss man dann auch so ein Stück weit ertragen, sag ich jetzt mal. Ne? Wir hatten einen ziemlich vollgepackten Mai. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo es dann wieder etwas ruhiger wird. Und dann kommt wieder der total vollgepackte August. Und in diesen Zwischenphasen versucht man dann aufzuholen und sich Sachen zu erarbeiten. Und in anderen Phasen lässt man dann ein bisschen gerade sein, weil man möchte ja dann auch auf diesen Messen gesund sein, funktionieren. Irgendwie jetzt auf der Fantasy Basel zum Beispiel fehlte mir komplett die Stimme, die war einfach mal weg. Und dann kannst du halt dich nicht mehr vernünftig mit Leuten unterhalten. Das ist auch doof, ne? Das ist auch irgendwie... Da haben sie die Ricola, Schweizer Kräuterzucker und Honig mitgebracht. Dankeschön, ja. Das ist so lieb von euch. Ja, das hat auch tatsächlich geholfen. Also das war schon sehr, sehr super. Mhm. Und sowas hilft dann halt, dass man sich halt ein bisschen mental darauf einstellt und sagt, okay, ich kann das jetzt nicht alles schaffen, ich kann nicht alles gleichzeitig, also loslassen. Ja, loslassen kommt schon zur rechten Zeit. Du kannst deine Planung aufräumen jederzeit. Und wenn du merkst, es geht gerade nicht, lass es. Loslassen, auch zwischendurch irgendwas machen, was Spaß macht, einfach nur so. Auch wenn du weißt, da wartet noch was auf mich, das wartet auch morgen noch. Und so, ich weiß, das kann man nicht immer machen, mir ist das völlig klar, dass Dinge manchmal auch einfach drängen. Aber wenn es manchmal auch nicht anders geht, dann ist es trotzdem hilfreich, wenn man so ein Mindset hat, dass man sagt, okay, ich kann jetzt alles, ich muss aber nicht. Und ganz wichtig, ein Schritt nach dem nächsten, eine Treppenstufe nach der nächsten. Sind es zu viele, schmeiß ein paar weg, steckt dein Ziel nicht so hoch, aber ist klar, beweg dich. Ne? Mach mal einen Tag komplett gar nichts, ist okay. Ja? Aber setz dich dran und fang an. Lass es nicht liegen und ja, oh Gottes Willen, ich kann das ja gar nicht, wird ja nix und so weiter. Mhm. Nochmal planen, nochmal drüber gehen, nochmal gucken, dass man die Sachen dann wirklich priorisiert, dass man sagt, was ist denn jetzt wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Ja, dass man sagt, okay, ich mache es mal ein bisschen weniger, aber dafür mache ich es dann fertig, so, ja, das ist jetzt irgendwie die Offenbarung oder das Geilste von der Welt oder so, aber es ist fertig und das ist dann ist man dann trotzdem stolz drauf am Ende des Tages, dass man was fertig bekommen hat, was dann auch cool ist am Ende. So, das wird's auch, weil man hat so viel gemacht in so einer Zeit, da sind genug Dinge dann übrig geblieben, die man vielleicht noch hätte haben wollen, die tu dann weg. Sei ehrlich zu dir selber, setz dich hin, was ist wirklich Prio 3? Was ist nice to have? Was ist nicht wirklich essentiell notwendig für dein Spiel? Und mach die Dinge als erstes, die essentiell sind. Und dann kommst du auch durch den Pudding durch, normalerweise. Genau. Zur Not hol dir ein bisschen Hilfe. Es gibt immer Leute, die gerne mithelfen und dann auch da an der Stelle kann man sich ein bisschen entlasten. Nicht an allen Stellen natürlich, aber an einigen eben doch. Ja. Wir haben eine Trophy-Box. Wir waren auf der Roleplayverse, und da waren irgendwie total coole Leute, letztes Jahr schon, mit Dudelsäcken, und die haben tatsächlich mir dieses Mal eine CD in die Hand gedrückt, mit ihrer Musik, Etas Arcana, Pax D, ne? Mhm. Die haben sie auch nochmal selber unterschrieben, so, Die waren nett. Die waren super, und die habe ich auch gerne gesehen, hier. Vielen Dank. Freighter und Salvatore. Was ist das? Der 8., ne? Genau. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Total tolle Musik. Ich mag ja Dudelsack-Musik, vor allem so auf so Rollenspiel, auf der Rollenspielmesse, so Mittelaltermärkte und so. Finde ich total toll. Vielen lieben Dank. Wir gehen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf die Roleplayverse. Ja. Die war nämlich richtig super und wenn ihr Bock habt, vielleicht sehen wir uns ja da. Und die sind bestimmt auch wieder da. Ja.
Ja, hast du eine Community-Frage? Ja, die Frage passend zum Thema war, bei wie viel Prozent seid ihr denn gerade? Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Frage auf wie fertig ist das Spiel bezieht. Und da wären wir sehr schön beim Thema, weil man ja jetzt sagen könnte, oh, wir sind ziemlich weit mit der Entwicklung und trotzdem dauert es noch eine ganze Weile, weil trotzdem noch so viel zu tun ist, um das fertig zu machen. Ja. Dialogtechnisch habe ich fast alles geschrieben, bis auf ein paar Kleinigkeiten noch. Und dann sagt man, oh, das ist ja super. Da kann man ja jetzt, ja, und dann kommt das Spiel. Das ist mittendrin. Ja, das heißt, dass die Story fertig ist, dass die Dialoge geschrieben sind, dass die Püppchen vielleicht, aber da muss man jetzt gucken, okay, jetzt kommt das Unit-Testing, jetzt kommt die ganzen Sachen, die miteinander anspielen und dann kommt die Tücke im Detail und dann guckt man, ob das überhaupt funktioniert, das ganze Ding. Und das ist so 60% sind wir jetzt, würde ich sagen. Na, und jetzt mal gucken, wie wir die restlichen da noch reinkriegen in das Spiel. Ne? Spielzeittechnisch weiß ich noch überhaupt nicht, wo wir da stehen. Ich hoffe, dass es cool ist, ne? Dass es auch Spaß macht, dass es keine Längen hat. Da ist es gar nicht so wichtig, wie lang es ist, sondern die Länge, die man da dann spielt, dass man noch Spaß hat. Ja. Aber wie gesagt, wir peilen ja etwa 10 Stunden an. So, ja, cool, ja. Das wäre super, wenn das klappen würde. Das weiß ich aber noch nicht, weil ich noch kein Unit-Testing gemacht habe. Wir bauen jetzt erstmal irgendwie die Sachen alle rein, damit man das überhaupt vernünftig spielen kann. Ja. Und dann bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei herumkommt. Irgendwie jetzt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich dann auch noch mal etwas weiter als bei der Aufnahme, muss man dazu sagen. Es bleibt spannend und wir gehen mit großen Schritten aufs Ziel zu. Sehr gut. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier. Hoffentlich bitte in Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Ja. Edeltraub macht sich ganz gut hier, ne? Ich finde, das ist super. Ja.